Okay. Jetzt wird es mysteriös, ja. Können wir da rein? Okay, da war es doch ganz. Soldiers. Maybe the skipper was one of them. I don't know. Not many islanders went to the First War. Maybe he wasn't from the islands. Perry Doyle, London. Nee, Langdon, nicht London. He was a soldier. Lewis Doyle. Louis, nicht Lenny? Was habe ich da gelesen? Coracle, 1893 geboren, okay. Militärausweis. He went to war. The First War. The horror he must have seen. Krieg ist immer scheiße. I remember that one lad. This picture's from the Second War. So this Lewis Doyle was involved in both wars. Du und Samuel Foster, Juni 41. Ohne dich hätte er diese Reise nicht machen können. In Liebe, Carrie. Du und Lee Paxton, Juni 1940. Ich weiß, dass du ihm vor seinem Dienst viel Trost spendetest. In Liebe, Carrie. Ist aber auch dieselbe Person hier. Ach so, wir sind der. Und das ist einmal Lee Paxton und Samuel Foster. Hier hinten sind Namen, die habe ich... Whoever owned that boat had military history, that's for sure. I wonder, though. Why did he keep that picture from the First War? Do you think one of those soldiers later steered that ship? You want to know if one of them was the skipper? Yes. Maybe he fought in the First War and then took soldiers on his ship in the Second War. That's not crazy at all. Scruff took them to the mainland to get their training. What are you saying? Scruff! That's right! That's what we called him! You know this man! Perfectly! I even remember his face, his voice, his humming, his tobacco. Oh my God, Josh! This is huge! I know! What was he like? Warm, helpful, caring, always talking. Vielleicht ist er ja Scruff. Und beschreibt sich gerade selber. Wobei, er ist ja Josh. Aber es könnte ja auch ein selbstgegebener Name sein. It's happening again. Wow. You never send them. They're meant to live here with me, not go out into the world. Letters are meant to be read. Maybe, my boy. And then again, maybe letters are just meant to be written. Huh? I don't understand. My girls, they're happier without me, no? They have lives, loves. I'm a sad old man who's seen more death than I care to share. And these hands, I killed with them. Can't wash that war away, no matter how many years at sea. But those hands, they've also healed. Healing doesn't make up for the taking of a life. There's no return from that. Why write it all then?
I love my daughters. Think about them all the time. And I suppose I want to remind them and myself of all the good parts. There's no sense to it. But it works for me. They have a new family now, and I have you, no? Lord knows you need someone to take care of you. Let's go find a spot for this one, my boy. What about 3 sisters? 3 sisters. Yes, that works beautifully. Scruff. That was Scruff. Exactly like I remember him. I didn't see you. You weren't there. I was already dead. You were in his head too. Ist er vielleicht immer in den Köpfen von Leuten, die am Sterben sind? Oder kurz davor? Und schon waren sie weg in den Tod. Wie konnte er das tun? Oder war er der Einzige, der er sicher dorthin bringen konnte? Ein Soldat im Ersten Weltkrieg, das ist schon lange her. Ein Held, was du zurückbekommst, wenn du gibst. Was brachte ihm das Leben? Sie sehen so unterschiedlich aus. Beide können unmöglich echt sein. Oder vielleicht doch. Eines Tages werde ich alt sein. Hoffentlich. Hoffentlich alt sein? Weiß ich nicht. Hoffentlich. Another letter. Why does he keep hiding them? He should have sent them. 26th of September 1939. My sweets, as you've probably heard, war has struck again. We humans never seem to learn from our mistakes. During the First War, I was a medic, and my mission was to save the boys. But there were so many I couldn't help. Sometimes I had to make a choice over who should live and who should die. I essentially killed one to save another. The smell of death, the bodies, the blood, the screams of agony. They never let you go. I wish I could imprint all that upon these young boys who are enlisting. Their lives are never going to be the same. I cannot make them see. Instead, they're filled with excitement for the adventures they believe are ahead. I know no way to help, so I take them. My boat and I deliver them to the front line. My friend Carrie told me the myth of Carol, the ferryman to the river Styx. I feel like I too am delivering these boys to the underworld. All I can offer is a safe passage, but I cannot save them. In these dark days, I don't know if I can save Josh either. My head is a swirl, and I'm no closer to having an answer. That boy is my heart, and I have to help him. I'm so sorry to have written such a grim letter. I only make it through these times knowing you are in the world. Your loving father. Ready or not, he could have ended this. He didn't have a choice. No, he didn't. He should have faced his kids, shared his sorrow. Ist es so einfach? Ich glaube nicht. Do you know who this is? Archibald O'Sullivan. We called him Archie. A gardener. At the lodge, I think. Murder. Here on the islands. Oh my god. Josh, look! That's your name. Oh. Der Mord in der Schwarzen Glocke. 1819 war das, ne? Am späten Dienstagabend kam es im Gasthaus Schwarze Glocke zu einer Tragödie, als George Smith von einem Unbekannten brutal erstochen wurde.
George, 32 Jahre alt, war Gerüchten zufolge in Schmuggelaktivitäten verwickelt und die Schwarze Glocke wurde oft als Umschlagplatz für Schmuggel angesehen. Zeugen bestreiten solche Behauptungen. George hatte einfach zu viel getrunken und jemanden angeschrien und plötzlich war da ein Messer, sagte Josh. Auf Befragen fügte er hinzu, ich konnte nicht sehen, mit wem George kämpfte. Die Beleuchtung der Schwarzen Glocke ist nicht besonders gut. Callum, der ebenfalls am Tatort war, fügte hinzu, die Schwarze Glocke zieht vielleicht einige zwielichtige Leute an, aber die meisten von uns sind aufrechte Bürger in unserer Gemeinde. Ich bin sicher, dass so etwas nicht noch einmal passieren wird und ich hoffe, dass sie den Täter bald finden. Alle Gäste der Black Bell stimmten dieser Erklärung zu und erhoben ein Glas auf George. Constable Sprouse sagte, er habe keine konkreten Hinweise und die Ermittlungen würden fortgesetzt. Oh, hier noch was? Nee, ist das gleiche. Okay, gut. Interessant. In der Schwarzen Glocke gab es eine Menge Ärger. Callum, wer ist er? Was hat er in der Glocke gemacht? Warum war Josh dort? War er an dem Mord beteiligt? Vielleicht ist er deswegen dort und muss da wandeln, ne? Why did he think that place was so important? What happened there? Das ist eine Gedenkgeschichte hier. Stillwater Cove. Do you see that date? June 18th? I'm sure I've seen it before. Friedhof, hatten wir es gesehen. Mr. Callum Compton stirbt. Big Rogue, 18. Juni. Die Einwohner von Big Rogue Island trauern um Mr. Callum Compton, der heute bei einem Feuer in der Lodge ums Leben kam. Mr. Callum Compton wurde auf Dark Rogue Island geboren und lebte dort sein ganzes Leben lang. Mr. Compton hinterlässt seine Nichte Pixie. Dann ist Mr. Compton der Bruder von dem Mann von der Dora. Also von dem Bruder der Pixies, also Pixies Vater hat die Familie verlassen und Mr. Callum Compton ist der Bruder von dem Vater von Pixie. Am Sonntag, den 21. Juni, findet in der Kirche ein Gedenkgottesdienst statt. A receipt for bottles. That name Compton. We've seen it before. In the graveyard. Callum Compton. Mr. Compton bestätigt den Empfang von 12 Flaschen von Mr. Barlow, 22. August 1819. Nach dem Verkauf der besagten Flaschen wird Mr. Compton an Mr. Barlow 10% der Verkaufssumme auszahlen. These are beautiful pictures, but why did he put them up here? He must have found something there. Land's End. That's not Scruff's handwriting. Where'd he get these notes? Is this about you? Mal gucken, ob es um ihn geht. Wie es scheint, hatte ich recht und er hat Schmuggelware auf die Inseln gebracht. Zudem scheint er dies im Dienste der Crowns getan zu haben. Die meisten Inselbewohner scheinen das zu wissen und es kümmert sie nicht im Geringsten. Selbst Constable Wilford drückt ein Auge zu. Man hat mir sogar gesagt, ich solle meine Ermittlungen einstellen, wenn ich meinen Job als Special Constable behalten wolle. Damit befinde ich mich in einer äußerst schwierigen Situation. Okay. Scruff stellte seine eigene Nachforschung an und er hatte Notizen von jemand anderem. Woher hatte er die? Das Feuer in der Lodge. Ich glaube nicht, dass das ein Unfall war. Das glaube ich langsam auch nicht. Carrie was feeding him. Let's say they fed each other. He'd go fishing or hunting boar. Sauerkraut. I know this picture. It was at that first cabin we found. Carrie's, yes. That's her. And that's Scruff. Thick as thieves, those two. Was, die beiden sind dumm wie Bodenstroh? Es sind diese Momente der Freude, die das Leben besonders machen, liebe Carrie. He missed his girl so much. Then why didn't he go home? Weil er selber eine Last und eine Schuld zu tragen hatte. Die Mädchen von Scruff. Archie. No label, no nothing. Was he making his own liquor? No, they look older.
least 19th century? I really don't get why he buried his letters in these. His daughters probably thought he was dead. And he liked it better like that. Mit der Schuld, die er in sich getragen hat. He never finished this one. Must have died suddenly. From a broken heart. Literally. His heart failed. Still, he refused to leave me. I'm sorry. Trotzdem hat er sich geweigert, ihn zu verlassen. Meine liebsten Alice, Emily und Jane, ich habe heute einen jungen Tümmler gesehen. Er sprang mit solcher Freude durch die Wellen so frei und ich dachte an euch, meine Töchter, und ich erinnerte mich an die Tage, bevor ich wegging. Ich erinnerte mich an die Freude darüber, dass eure winzigen Finger die meinen umschlossen. Ich erinnerte mich an eure wilden Locken, die flogen, als ich mit euch fangen spielte. Ich erinnerte mich an euer quietschendes Lachen. Dieses Lachen. Natürlich seid ihr jetzt erwachsene Frauen, vielleicht habt ihr sogar schon eigene Kinder, aber für mich seid ihr immer noch die kleinen Mädchen mit dem gleichen wilden Temperament, wie dieser junge Tümmler, der im Wasser tanzt. Ich habe den Tümmler gesehen, als ich mit meinem Freund Josh auf dem Boot unterwegs war. Ich habe in meinen anderen Briefen von ihm gesprochen. Wir segelten zu der Insel, die als Dark Rogue bekannt ist. Es ist ein wunderschöner und rauer Ort. Ich wünschte, ihr könntet ihn sehen. Josh hat mir erzählt, dass es zu seiner Zeit ein todbringender Ort war. Dennoch konnten sie ihn nicht davon fernhalten. Okay. Du hast immer eine Wahl. Er beschloss nicht, zu seinen Töchtern zurückzukehren. Er hat sich stattdessen für Josh entschieden. Everything in there. It's as if he was conducting his own investigation. You mean I've been through this before? I think Scruff was looking for you in the history of these islands, yeah. Why am I still here then? Maybe he died before he could finish it? Callum Compton. He died in that fire at the lodge. You think I was involved? You must have had some sort of dealings with him. Why else would Scruff have pinned that clipping to his wall? I didn't kill anyone, Riley. You can't actually know that, Josh. You keep saying you don't remember your life. Maybe you've forgotten for a reason. I don't want to talk about this anymore. We have to sooner or later. So, Scruff lived here mid-20th century. And he investigated your death. My death? I don't like it when you say it out loud like that. I know this isn't an easy topic for you. We have to think about what that means. It means that not everything I remember happened when I was alive. And that there may have been others that you could talk with. We should find them. Ja, es gibt andere. Wir haben schon mindestens eine Person gesehen. Schön sieht's ja hier aus. Oder ist noch eine Hütte da hinten? Die scheint... Josh? I have a little confession to make. I'm actually glad I met you. Oh, all right. I think you just made me blush. So in die Erde rein gebaut, ja, sowas mag ich ja. So ähnlich wie die Hobbithöhle. Ich guck mal da, sicherheitshalber.
Ah, das sah aber von da hinten anders aus. Habe ich mir ein bisschen getäuscht. Is that hair? Yes. To remember the deceased. Nana. Ist die Oma, ne? 1833. Ist irgendwie ein denkwürdiges Datum. Whose journal is this? Nora. That's Pixie's mother. Yeah, the woman from the picnic. And from the eulogy in the priest's notebook. Remember? Wie soll man anfangen? Wir haben heute Mutter und Callum beerdigt. Ein schwerer Tag mit mehr Trauer, als man verkraften kann. Und doch leuchtet die Sonne weiter. Obwohl es Juni ist, habe ich an Coleridges Worte gedacht. Komm, komm, du trüber Dezemberwind, und puste die trockenen Blätter vom Baum. Dieser Refrain wiederholte sich im Rhythmus meines klopfenden Herzens, als wir Cordelia Crown zur Ruhe legten. Sie und ich hatten unsere Meinungsverschiedenheiten und unseren Kummer, aber ihre Liebe und Hingabe zu Pixie kann ich nicht bestreiten. Ich hielt das Mädchen in den Arm, als sie weinte. So viel Schmerz für eine so kleine Person, aber wir überstehen das. Was anderes können wir nicht tun. Natürlich bleibt die Frage offen, warum Callum und meine Mutter zusammen in der Lodge waren. Was hatten sie miteinander zu tun? Man wird die Wahrheit vielleicht nie erfahren, aber man kann darüber spekulieren. Geheimnisse halten die Toten im Gedächtnis. Sie bleiben lebendig, während wir verzweifelt versuchen, ihre Geheimnisse zu ergründen. Aber ich höre Pixie und ich muss mein süßes Mädchen trösten gehen. Nora, ein liebevolle Gedenken an, gestorben am 18. Juni 1933. Gegangen, aber nicht vergessen. Grausam ist es, das zarte Band zu brechen, von Herzen, die die Liebe kennen, unendlich schwer, die Worte dann zu sprechen. Wir müssen uns für immer trennen. Ach, Liebste, wir dich niederlegen, friedlich in dem Grab geborgen, für Andenken und der Ehren wegen, bis wir dein himmlisches Antlitz schauen. Das sieht aber aktiv benutzt aus. Nicht so vergammelt. Also man könnte noch fast da drin schlafen, ne? She was married. Always. My love. That sounds nice. I'd like that. Always. Immer. Das kommt mir ziemlich lange vor. Wird mich jemals jemand lieben? Für immer? Das kann ich mir nicht vorstellen. Coleridge. His words get me every time. I wandered lonely as a cloud. That floats on high o'er vales and hills. That's Wordsworth. I like him better. Einen alten Seemann gibt's, der hält von dreien einen an. Was will dein glühend Aug von mir, graubärtger alter Mann? Macht Hochzeit, doch der Bräutigam, nah sind verwandt wir beide. Okay. I remember Nora on that beach, with her daughter Pixie. It was their home. What are you thinking? It's so weird that you're in my head, but you can't know what I'm thinking. You should be glad. So, what's on your mind? Nora, she was married. Yet she's always alone. There's no trace of her husband. We already knew that, didn't we? She said as much in the picnic. Right, but that's not the point. Who is that man? We must have come across his name somewhere. Someone from the islands? Not necessarily. There weren't many, but some came from the mainland. Why is there no trace of him at Nora's? I'd ban him from my life if he'd left me. No need to be mad at me. I'm not going anywhere. Vielleicht war es ja Josh. That's what they all say. Hang on. Nora Crown.
She's Pixie's mother. Ja. Cordelia Crown is Nora's mother. Ja. Pixie. She's the granddaughter of Cordelia Crown. Ja. It's a crime. Ja, das wissen wir ja schon. Ah, wir können hier hochklettern. Gut. Die 3 Schwestern, das sind wahrscheinlich hier... Oh. Oh. I love you, Tig. You know that. You and me, we're both fighters. So you're gonna have to be strong without me. You're gonna have to keep watch. Das ist der Teddy, No one ne? enters this beach without me knowing about it, okay? Might be Daddy. And I might not be here. And I can't miss him. I can't not talk to him, or he might leave again. But if I tell him I love him, if I tell him I'm sorry, then he'll stay. I know he will. Okay, Tig? I'll be back before nightfall, so you're not alone. I know you're scared of the dark. Josh, it's Tig. She loved that stuffed animal so much. I had a soft dog like that. I would hug it every night, needing its little head on my chest to fall asleep. I still have it on my boat. Das war doch gerade noch nicht da, oder? What was she looking for? Müssen wir mal durchgucken. Die brauche ich auch. Ich habe immer das Gefühl, dass es etwas gibt, das ich sehen muss. Etwas weit in der Ferne, gerade außerhalb der Reichweite. Wonach hat das Mädchen gesucht? Gute Frage. Oh, I love this. I wish I had a necklace like that. Maybe someday. When you're all grown up. Die Frage ist, ob man... Warum sagt er immer, wenn du erwachsen bist? Sind wir es nicht? I used to draw maps like these, of imaginary worlds with fairies and mermaids. Why did you stop? I had to grow up. Erforsche schwarze Glocke, Oma, Pferde, Schafe, Leuchtturm, Mama, meine Höhle. In der Höhle sind wir gerade. My Cave, hier. Schafe haben wir in Gänsefüßchen gesehen. Das Haus auch. Okay. Is this a backpack? Shoulder bag. Used specifically when hiking. Looks like she did a lot of that. Oh, this is interesting. She really did picture herself as a true detective. Vermisst. Okay. 14. September 31. Ich war heute wieder in Little Rogue, wie ich es liebe, am Ufer entlang zu laufen. Ich habe 3 wunderbare Muscheln gefunden, aber dieses Mal war ich geschäftlich dort. Gespräch mit Mr. Coxwell. Ich wollte mit Mr. Coxwell einsprechen, also traf er sich mit mir in Little Rogue in der Nähe von Land's End, wo uns niemand sehen konnte. Er versprach Mutter nichts zu sagen, dass ich unbeaufsichtigt kam. Notizen, die ich während meines Gesprächs gemacht habe. Laut Mr. Coxwell hat mein Vater die Insel geliebt und meine Mutter auch, aber ich bin mir nicht sicher, ob er das nur sagt, damit ich mich wohler fühle. Er sagt, er wisse nicht, warum mein Vater gegangen sei, aber er deutet an, dass mein Vater vielleicht in etwas verwickelt war, in das er nicht hätte verwickelt sein sollen. Mehr wollte er nicht sagen. Ich werde weitere Nachforschungen anstellen müssen. Vielleicht eine Reise nach Dark Rogue. Dort gibt es Geschichten über alte Piraten und Schmugglerbanden. Er sagte auch, dass mein Onkel meinen Vater viel besser kannte als jeder andere. Ich verstehe nicht, warum Onkel Callum dann nicht über meinen Vater sprechen will. Ist er traurig? Oder weiß er mehr, als er sagen will? Morgen fahre ich nach Dark Rogue. Es ist mir egal, was Onkel Callum sagt. Wenn Dark Rogue kein Ort für eine Dame ist, hätte er mir den Pixie Dust nicht geben sollen. Ich bin eine Detektivin und es muss dort einen Hinweis geben, also muss ich gehen. Ich muss nur sicherstellen, dass niemand sieht, wie ich in See steche, sonst sagen sie es Mama oder Oma. Why did she keep these here? Why not back at the house?
My bet is she didn't want Nora to know. She reminds me of you. She's nothing like me. Vielleicht aber doch. Vielleicht ist Josh unser Vater. 1st of July 1941. My sweet Elfins. Today I found a letter from a young girl called Pixie, whose father left the islands many years ago. She's filled with longing and searches for him continuously. How her story broke my heart. Have I caused you, my daughters, such immense sorrow? Am I the cause for tears? I too sailed away and left you behind. Know that leaving you was the hardest thing I've ever done. Know that my love for you is the one thing that keeps me strong. There's nothing I can say to make it right. I just hope you forgive me. And in truth, I hope you've forgotten me, so that I do not bring you such sorrow. Your loving father. I don't believe this guy. He's a man with regrets. Unable to fix his mistakes. You like him? I get him. Ich kann ihn auch verstehen. Weiß man nicht, welches Ausmaß er erlebt hat oder was er getan hat, aber er fühlt sich damit schuldig und er fühlt sich damit auch schuldig gegenüber seinen Kindern. I just don't understand why she kept looking for her dad. Because she believed in him. Isn't there anything you ever believed in? With your whole heart? I believed in Santa Claus, and he never came after my mom died. Tja,